Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits und eine Inhouse-Produktion. Wir reden heute über etwas, was wir selber machen. Wenn euch das nicht interessiert, lasst ihr das Video einfach durchlaufen und seid morgen um 18 Uhr wieder mit am Start. Und wenn ihr hier hinkommt und uns noch nicht abonniert habt, macht ihr das jetzt auch, bevor ihr geht. Alle anderen, herzlich willkommen. Wir haben am Sonntag 2 Livestreams gemacht. Die kann man auch auf dem Kanal noch nachschauen, also im Nachgang sich anschauen. Und dabei ist aufgeploppt, dass ganz viele von euch nicht wissen, dass wir unseren Ride Review Merch selbst machen. Und deswegen sind wir hier in unserer großen Fabrik. Also die Kamera ist das andere Ende des Raums. Und ja, aber wir wollen euch ein bisschen abholen, was wir hier machen. Denn ridereview-shop.de, das ist unser eigener Shop, den wir selber komplett betreiben und machen und tun und dafür die Sachen auch quasi selbst machen. Ist also irgendwie eine Dauerwerbesendung für unseren eigenen Merchandise, was dann wieder keine Werbung ist. Egal. Ihr wisst aber jetzt, worum es geht. Und ja, ich wollte euch so ein bisschen abholen, was machen wir, was bekommt ihr, was gibt's und warum gibt's das Ganze. Und wir machen hier selber die T-Shirts, die pressen wir selber. Das sind aber keine Bügelbilder, das ist eine T-Shirt-Presse und kein Bügelgerät. Und wir machen DTF-Druck. Und hier seht ihr auch dann so einen Teil von dem, was wir an DTF-Folien haben, die ihr ordern könnt. Da wir jetzt da auf jeden Fall kein fertiges haben, wir haben nämlich gerade ein paar gepresst. Bevor wir packen, wollte ich euch nämlich abholen. Achterbahn-Vielfahrer, das gibt es nämlich auf dem schwarzen T-Shirt auf dem Rücken und vorne ist kleines Review-Logo auf der Brust, im Herzen. Also wenn ihr Achterbahn-Vielfahrer seid, braucht ihr, glaube ich, so ein schwarzes Long-Tee. Und da sind wir auch schon bei den Themen der Shirts. Die anderen Sachen gucken wir uns gleich an. Die haben wir nämlich, glaube ich, alle sogar jetzt gerade gepresst, außer das Achterbahn-Vielfahrer. Ich habe vergessen, den Breakdance von Tom einzuschalten, der dann ein wenig blinkt. Und die Uschi, die hat auch den Rücken uns zugewendet. Da kommt die Uschi gefahren. Darum soll es gar nicht gehen. Das ist hier so ein bisschen aufgeteilt. Ich gehe mal hier mit euch ein bisschen lang. Wir haben nämlich ganz viele Shirts hier in verschiedensten Größen. Und schwarz geht von XS bis 5XL. Und auch bei Soft Apricot, Vintage Blue, genau bei den beiden, da gehen wir auch von XS bis 5XL. Da diese Extremen, also 5XL ist noch so ein Thema, aber bei den anderen Shirts, wir haben nämlich noch Burgundy, Forest Green und das war's. Die gehen von S, haben wir S, ja, S haben wir von S bis XXL und 5XL, da haben wir auf 3 und 4 verzichtet. Die Shirts, die allgemeinen Shirts, alle, außer das Long Tee, was schwarz ist mit dem Logo auf der Brust oder was schwarz ist mit dem Logo auf der Brust und den beiden Backprints. Das ist ein anderes Shirt, das ist hat etwas weiteren Kragen und ist etwas dünner und leichter. Die anderen sind etwas dicker, haben einen etwas kleineren Kragen. Was alle gemein haben, du hast nicht so ein Viereck, wie auch dieser Pullover hier, der ein alter Pullover ist aus unserer On-Demand-Zeit, sondern die sind etwas länger geschnitten, damit der Poppes quasi bedeckt ist, dass ihr beim Ein- und Aussteigen aus der Achterbahn nicht jedem euer Bauarbeiter-Dekolleté zeigt, beziehungsweise das Shirt nicht zu hoch rutscht oder. Und dementsprechend sind die etwas schmaler geschnitten.
Also wenn ihr ausseht wie ein Baumkuchen, wäre das sinnvoll, eine Nummer größer zu nehmen. Im Shop gibt es die Größentabelle. Die Größentabelle haben wir übernommen von dem, was der Hersteller der T-Shirts sagt. Also die nähen wir jetzt nicht selber und pflücken dafür selber die Baumwolle und färben das Ganze ein. Das machen wir nicht, das kaufen wir zu. Aber und die DTF-Folie drucken wir nicht selber, die lassen wir drucken, weil so viel machen wir nicht, dass wir selber einen DTF-Drucker uns hier hinstellen könnten, dass das wirtschaftlich wäre oder überhaupt funktionieren würde. Das einmal dazu. Ihr könnt alle Designs außer die Backprints variabel auf alle Farben euch customizen im Shop. Das könnt ihr euch selbst zusammenstellen. Wie gesagt, checkt die Größentabelle und denkt, was wir gerade gesagt haben. Und da sind auch wir nehmen, was wir gerade irgendwie tragen. Forest Green, muss ich sagen, XXL und 5XL kommen erst im April. Waren gerade nicht lieferbar. Alles andere ist eigentlich auf Stock und müsste funktionieren. Es kann, weil so viele Variablen drin sind und wir jetzt kein Riesenkonzern sind, sein, dass es dann irgendwie Überschneidungen gibt, wo wir nicht schnell genug reagieren, um etwas rauszunehmen und ihr eventuell etwas länger warten müsstet. Aber wir versuchen das zu vermeiden und geben da Gas und aktuell ist alles da. Nur auch das nochmal als Disclaimer. Wir sind zwei kleine Dovis, die das hier selber in ihrer Mini-Werkstatt machen. Das ist eben die angesprochene T-Shirt-Presse. Das ist auch eine vernünftige Presse. Wer sich auskennt, sieht, glaube ich, oder weiß, dass das eine vernünftige Presse ist. Und danke an Marcel. Fingerprint verlinke ich euch am besten auch. Der macht ganz viele coole Sachen. Der hat uns da auch tatkräftig beraten. Und es gibt ein älteres Video, da waren wir bei Schar Digitaldruck. Die haben nämlich die Long-Tees alle gepresst. Und da haben wir auch welche gepresst und euch das auch gezeigt und erklärt, was wir da machen. Und die haben eine Presse, die nach oben klappt, mit dem Risiko, dass man sich da die Finger verbrennen könnte. Also kannst du die hier auch sehr gut. Habe ich noch nicht geschafft, toi, toi, toi. Aber wir haben eine zum seitlich rausziehen. Die Erkenntnis, dass das noch viel mehr Platz braucht, als man das jemals gedacht hat, kam spät. In dem Moment, wo wir sie aufgebaut haben. Dann haben wir nochmal alles umgestellt. Das ist auch, glaube ich, jetzt Variante 3, wie der Raum aufgeteilt ist. Ist es halt nicht 4, es ist 4 mal 4 Meter. Dann steht hier auch noch so ein Cyclone-Flipper, der gerade so ein paar Kinderkrankheiten, das Ding ist genauso alt wie ich, aber ein paar Macken hat, die repariert werden müssen. Und die Kamera steht gerade im Streaming-Setup, was noch nicht komplett fertig ist, um irgendwann mal in diesem Leben vielleicht nochmal Planet Coaster 2 zu streamen. Stand jetzt werden wir Planet Coaster 3 oder GTA 6. Ich werde kein GTA 6 streamen, nicht, dass ihr das denkt, aber vom Zeitablauf. Genau, DTF vielleicht dann auch mal schnell nochmal erklärt, dann kann ich ja nochmal eben hier so eine 1A Topbox DTF-Folie euch hier zeigen. Das ist ja quasi das, was später auf dem T-Shirt ist, das ist dann diese Folie und das wird halt gedruckt und hier hinten drauf kommt ein Kleber und auf diesen Kleber kommt ein Granulat und dieses Granulat schmilzt dann unter dieser Presse und dann geht die Farbe eine Verbindung mit dem Textil ein und dann ist das da drauf. Das ist also kein Bügelbild, sondern es ist ein cooler, zeitgemäßer Druck und ermöglicht halt, dass wir diese ganzen Variablen haben und euch das alles so anbieten können. Wir haben ja auch, das ist jetzt nicht, ich weiß gar nicht, was sie hier gemacht haben, das ist dieses olle On-Demand-Zeug noch als mahnendes Beispiel, weil da ist die Qualität nicht so gewesen, dass wir das weitermachen konnten, weil wenn jemand so
cool ist und sagt, ey, von den beiden Spinnern möchte ich irgendwie das Logo tragen und denen gebe ich dann sogar Geld für diese Klamotten, möchte ich, dass ihr wirklich die bestmögliche Qualität bekommt und dass es vernünftig ist. Und das war bei diesem On-Demand-Geschäft irgendwann nicht mehr gegeben. Wenn wir so Testbestellungen gemacht haben, waren wir maßlos enttäuscht. Deswegen machen wir das selber. So. Wenn ihr Fragen habt, immer in die Kommentare damit, da gehen wir da auch gerne nochmal drauf ein. Wir haben sogar noch Hoodies in S, wir haben Zipper in S, Hosen in S und wir haben andere Dinge. Checkt das gerne mal aus im Shop, da sind noch ein paar Sachen, so ein paar Reste in Anführungsstrichen. Das sind Sachen, die nicht on demand sind, weil das so Sticksachen sind und die noch aufwendiger sind. Frühstücksbrettchen haben wir, wie ihr seht, auch noch ein paar. Wer voll Töfte, wenn die irgendwie auch mal den Besitzer wechseln würden, weil so viel Frühstücksbrettchen brauche ich auch nicht. Pins haben wir noch und ganz neu, das ist so, nein, ich nehme nicht eingepackten, die sind separat verpackt, weil hier lag doch noch einer. Wir haben unseren, dieser T-Shirt-Staub ist auch crazy, unseren ersten eigenen Schlüsselanhänger. So ein Wobble, Bobble, der hat auch so Struktur, also man kann auch so drüber fassen, man kann mir die Glatze streicheln, das bringt Glück und ja, Rückseite ist dann noch so, ist es ein Schlüsselanhänger, aber er ist super cool. Und wir haben gerade eine Frühlingsaktion, die geht bis zum 22. März, bis zum 20. März. Hört nicht auf das, was ich sage. Und wer 2 T-Shirts bestellt, bekommt den Schlüsselanhänger for free, direkt einfach so mit dabei. Wollt ihr mehr Schlüsselanhänger, müsst ihr in den Warenkorb tun. Wollt ihr nur einen Schlüsselanhänger, müsst ihr gar nichts tun. Dann ist er automatisch mit da drin, wenn ihr 2 T-Shirts bestellt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 auch, aber nur ein Schlüsselanhänger. Manchmal verirrt sich auch irgendein anderes Gadget noch mit da rein, wenn ich da gerade was habe, irgendein kleines Gimmick. Also ich sag mal, so ein Sticker ist immer noch mit dabei und Gummibärchen habt ihr auch noch dabei. Ja, ihr seht hier ein neues System. Das System ist viel geiler als diese alten Kisten. Da hatten wir noch nicht so viele verschiedene Sachen. Die gibt es auch noch mal größer, das wäre noch besser, aber es ist alles zu teuer, um das noch mal zu switchen. Wir müssen, glaube ich, damit jetzt erstmal klarkommen, was wir haben. Genau, das ist dann auch nochmal das. Und ihr seht, ich habe gerade nichts auf dem Kopf. Auch wenn jetzt der Frühling kommt und der Sommer vor der Tür steht. Noch haben wir Beanies. Ride Review Beanies, gesticktes Logo auf dem Beanie. Anständiges, ordentliches Beanie. Gestickt in Deutschland. Übrigens die DTF-Folien auch gedruckt in Deutschland. Ich weiß nicht, das ist irgendwie immer noch cool und wichtig, glaube ich. Wenn die irgendwann weg sind, sind die weg. Dann machen wir da auch keine neuen mehr. Also ikonischer gibt's nicht. Das ist hier der Rest. Diese Kiste ist der Rest. Da werde ich mir dann vielleicht auch noch mal welche abknapsen. Das haben wir, genau. Man presst dann hiermit die T-Shirts und wir werden gleich noch verpacken, weil das sind hier die gedruckten Shirts. Genau, das wollte ich euch gleich zeigen. Irgendwas fehlt noch, was wir nicht gezeigt haben. Wir haben nämlich zum Beispiel hier das Long Tee, was ich gerade angesprochen habe, wo man auch schon sieht, der Kragen ist ein bisschen ausgeschnittener mit dem Logo Our Brust und auf der Rückseite Front Row Must Buckle Up. Ist das cool? Das ist verdammt cool. Also vor allem mit dieser ikonischen Gurtschnalle. Super nice. Das haben Patty, Juchen Media und Uschi zusammengebastelt. Und ich habe einfach nur von hinten immer gesagt, jo, ist gut. Geschichte dahinter, wer unsere Videos gesehen hat aus Taiwan und Hongkong, das sind in Hongkong ist ja viel Wasser. Und die haben dann so Busse, die eigentlich Boote sind oder Boote, die Busse sind, je nachdem, wie rum man das sehen möchte. Und das war einfach oben so ein Panoramadeck und vorne, wirklich nur bei der ersten Reihe, waren dann diese Schilder überall, Front Row Must Buckle Up. Und das war so witzig und es ist so passend für das, was wir den ganzen Tag machen, dass Moritz sich gewünscht hat, dass wir das als Shirt machen und jetzt gibt es das als Shirt im Shop. Also alle Moritz-Fans müssen das eigentlich auch sich holen. Das seid ihr Moritz jetzt schuldig, sonst müssen wir dem die Ohren langziehen, dass wir dieses Shirt jetzt rausgebracht haben. Aber viele von euch haben das schon gecheckt, dass das witzig ist und es sieht echt cool aus. Und wenn ihr in der ersten Reihe in der Achterbahn sitzt und alle Leute hinter euch sehen das, ist es noch viel witziger, meiner Meinung nach. Achterbahn, viel Fahrer, auch auf diesem Shirt, auch an dieser Position. Und der Klassiker, was schon länger jetzt im Shop ist, sind Städte. Die wichtigsten Städte der größten Parks oder wie immer man das sehen möchte, keine Ahnung. Das ist einfach, die Anzahl ist irgendwie limitiert bei diesem Stil, den man macht. Und das sind die Städte, wo wir gedacht haben, die nehmen wir damit rein. Und jetzt kommen wir zu einem richtig heißen Thema, was jetzt neu ist. Also das Logo gibt es ja auch nochmal klein auf allen möglichen Farben. Aber richtig, richtig verrückt. Es gibt die ersten Lizenz-T-Shirts bei uns im Shop. Fangen wir klein an. Topbox. Richtig coole Leute.
Und da haben wir sogar einen richtig geilen Hybrid gezaubert aus dem Logo von Topbox zusammen mit unserem Logo und den Farben und haben da mal so ein bisschen was gemischt. Und das auf dem Shirt knallt das richtig, aber auf dem Burgundi habe ich das gestern gesehen beim Drucken, da war das richtig wild und auf schwarz auch grandios. Topbox sind auch eine Firma aus Deutschland, die machen Automaten. Wir haben das beim Zuckerwatte-Automat euch schon im Video gezeigt, ich verlinke das dann hier oben. Gestern Abfragen war ein bisschen schwierig, wir haben da auch öfter was zu gemacht, aber das ist Hauptvideo, das erklärt alles. Das ist so der eine Partner. Bleiben wir in der Nähe, in der Region, und dort gibt es eine Traditionsfirma, die verdammt coole Achterbahnen und verdammt coole Karussells und andere Fahrgeschäfte bauen. Zira Rides aus Deutschland. Das ist die nächste Collab. Wir haben Zira gewinnen können, die haben Bock gehabt und ihr könnt das Zira-Logo zusammen mit unseren Drips euch als Shirt holen und das in allen Varianten. Das auch wirklich, da gibt es eigentlich auch wieder keine Variante, also blau weiß ich nicht, aber sonst sind die alle richtig wild gewesen, was wir gestern gedruckt haben, weil ihr habt da auch wirklich alle Kombinationen gemacht, blau auch cool, aber also auf grün fand ich es schon cool, auf Burgundi richtig stark, schwarz ballert es natürlich komplett, aber ey, Zira Rides, was ist das bitte für eine coole Collab? Lizenz-Shirt, also wir machen das nicht nur einfach so, sondern das ist schon miteinander abgesprochen. Und wenn wir schon dabei sind, andere Ecke von Deutschland, ab nach Bremen, aus Deggendorf rüber nach Bremen. Und ihr wisst es, Huss Park Attractions, auch die konnten wir dazu gewinnen, diese Collab mit uns einzugehen, und ihr könnt das Huss-Logo euch auf dem Shirt holen und auch hier, also da ist vor allem das Forest Green richtig wild mit dem Gelb, und auch Huss haben sofort Bock gehabt mitzumachen, und ihr könnt euch das Huss-Logo mit unseren Drips nach Hause holen als Collab-Shirt. Richtig, richtig cool. Wir haben natürlich auch mit dem einen oder anderen Hersteller gesprochen, den ihr jetzt nicht gesehen habt, und manche waren so, nö, möchten wir nicht, und andere waren, ey, haben wir voll Bock drauf, wir müssen das da und da klären, beziehungsweise, jo, wir machen das und das ist in den Prozessen, in den Prozessen steckt es irgendwie immer noch seit November fest. Heißt nicht, dass das Ding durch ist, aber jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal ja, einen Katalysator, um das anzutreiben. Ist jetzt nicht so, dass ihr die ganzen Hersteller schreiben müsst, die ihr gern hättet, da müsst ihr den Herstellern schreiben, dass sie das mit uns machen sollen. Wir haben es auf dem Schirm auf jeden Fall. Das sind auch noch so die Sachen, also das ist so verrückt, dass wir dann sowas jetzt haben. Das muss man, glaube ich, auch nochmal erwähnen, das ist einfach nicht so selbstverständlich, wie das für den einen oder anderen zu sein scheint. Gut, das ist, glaube ich, erstmal alles zu dem, was wir hier machen und wie wir jetzt hier unseren eigenen Merch produzieren und selber die Shirts pressen, selber verpacken, selber versenden. Da kümmern wir uns komplett selbst drum. Heißt, wenn ihr bei redreview-shop.de was bestellt, haben wir beide das in der Hand gehabt, verpackt und verschickt. Safe. Das ist, glaube ich, Grund genug, um das zu supporten. Ansonsten vielen Dank für eure Zeit, die ihr uns jetzt auch geschenkt habt, und eure Aufmerksamkeit, und jeden Tag um 18 Uhr gibt es ein neues Video, so wie morgen und übermorgen, bis die Welt untergeht oder ich nicht mehr da bin. In diesem Sinne, vielen Dank für euren ganzen Support, vielen Dank an alle, die schon bestellt haben, und euer Vertrauen darin, dass es cool ist und sich lohnt, und bis morgen. Peace.